Hallo und herzlich willkommen zu einem Hotel-Review-Video. Ich stehe hier in Berlin am Stuttgarter Platz. Hier gibt es überwiegend irgendwelche China-Ramschrottläden, einer neben dem anderen. Und ich suche jetzt hier gerade das Hotel All-Königshof. Warum es All und nicht Alt heißt, keine Ahnung. Vielleicht wegen dem Inhaber, vielleicht auch weil man sich irgendwann mal verdruckt hat und das Ganze dann als Marketing-Gag beibehalten hat, keine Ahnung. Aber wir werden uns das Ganze jetzt angucken und alles dazu später auf dem Zimmer dann. Okay, Freunde, geht mit mir auf Zimmerrundgang Hotel All-Königshof hier in Berlin-Charlottenburg. Nochmal kurz zur Vorgeschichte, bevor wieder Leute sagen, du zeigst immer nur Schrotthotels. Nein, es kommen auch wieder bessere bestimmt. Aber ich bin hier zu einer Messe und dieses Hotel hier liegt direkt gegenüber vom Bahnhof Charlottenburg. Und von da aus sind es 2 S-Bahn-Stationen Richtung Spandau bis direkt zur Messe Süd, und am Südeingang ist immer jeweils unsere Messe. Von daher liegt man hier sehr, sehr verkehrsgünstig dahin. Und ja, auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, hier für einen Messeaufenthalt, wo man den ganzen Tag auf der Messe ist, wollte ich jetzt zur Messezeit hier auch kein Vermögen ausgeben, und das Ganze hier hat mich jetzt gekostet pro Nacht Messetarif inklusive Frühstück 57 Euro. Das ist kaum schlagbar, das habe ich nur vor 2 Jahren schlagen können, da lag ich dann unter den magischen 50 Euro, allerdings mit eigenem Badezimmer quer über den Flur, das war auch nicht weit von hier. Ja, wie gesagt, zu einem Messeaufenthalt sind die großen Hotelketten hier exorbitant teuer, und ja, das habe ich dann irgendwo nicht eingesehen. Das ganze Hotel hier befindet sich in so einer Art umgebauten Mietshaus, so einem alten Gründerzeithaus oder wie man das hier nennt. Die Dame hier unten an der Rezeption, die war sehr freundlich. Das hat hier alles reibungslos geklappt. Ja, mein Zimmer ist hier im 1. Stock, Nummer 105. Hier neben der Tür haben wir ein Telefon. Ja, der Fernseher, wie soll man es nennen? Das ist natürlich so Sorte ich will und ich kann nicht. Ne? Das ist jetzt nicht opulent. Ja, hier hätten wir noch ein zweites Einzelbett, das ist jetzt nicht bezogen, sieht aber halbwegs sauber aus. Ja, und hier ist dann das für mich hergerichtete Bett, Nachtschrank, Ausblick auf den Hinterhof, immerhin ein bisschen begrünt. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank. Einfache Ausführung, aber immerhin ein paar Bügel. Das heißt, mein Jackett kann ich gleich von dem Stuhl runternehmen und hier aufhängen. Ja, es gibt einen kleinen Schreibtisch mit 2 Stühlen. Der zweite Stuhl ist ein bisschen sinnbefreit, weil der Tisch hier eine geschlossene Seitenfläche hat. Aber nichtsdestotrotz, immerhin sind 2 Stühle da und ich bin ja sowieso alleine hier. Naja, der Fußboden hier ist schon ein bisschen abgenutzt. Nachtschrank und Nachtlicht. Ja, und dann geht es hier einmal Bergsteigen, einmal Klettern. Immerhin diesmal haben wir das Badezimmer direkt im Zimmer. Das ist ja schon mal eine Steigerung gegenüber vor 2 Jahren. Die Dusche hier, die scheint ehrlich gesagt sogar relativ neu gemacht zu sein. Das ist jetzt hier auch auf den ersten Blick optisch nicht dreckig, nicht usselig. So, es gibt sogar hier 2 Amenities, hier so kleine Fläschchen. Ich
denke mal einmal Duschbad, einmal Shampoo oder so. Das muss ich mir dann nochmal genauer angucken. Ein Föhn hängt hier, eine Steckdose haben wir hier. Seife von einem großen deutschen Discounter steht hier neben dem Waschbecken. Ich meine, kann man jetzt drüber denken, was man will, aber für ein Hotel dieser Klasse ist das schon mehr, als man erwarten kann. Das Waschbecken hier, das ist eigentlich auch alles relativ sauber. Die Kacheln hätte man mal ein bisschen gründlicher abwaschen können. Da sind sie eigentlich okay, da ist das gemacht worden. Warum hier nicht, weiß ich auch nicht. Naja, schauen wir mal hier. Toilette, auch eine ziemlich spannende Konstruktion. Ja, das ist natürlich, naja, das könnte alles etwas besser sein, sicher. Ja, wollen wir uns jetzt mal nicht darüber unterhalten, dass das hier bei weitem sicher keine Luxusherberge ist, aber wie gesagt, wir reden hier von der Messezeit und wir reden davon, dass wir hier einen Preis bezahlen, wo man schon außerhalb der Messezeit eigentlich nichts verlangen darf oder verlangen kann. Ja, ich werde jetzt hier mal mich ein bisschen frisch machen und werde dann auch noch mal rausgehen hier. Und das war es erstmal hier vom Zimmer. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werde ich euch auch noch mal ein Bildchen hier von außen zeigen vom Hotel und euch noch berichten, wie denn hier so das Frühstück war. Das ist nämlich auch in dem geringen Zimmerpreis schon inklusive und ja, in Anbetracht der Tatsache wollen wir hier mal gar nicht so unzufrieden sein. Also liebe Leute, hier, mein Aufenthalt im Hotel Allkönigshof neigt sich jetzt schon wieder dem Ende. Ich habe gerade noch mal 2 Bilder vom Frühstücksbuffet gemacht. Das war gar nicht so einfach, denn der Raum ist nicht besonders groß und es ist da eigentlich immer relativ gut besucht, jetzt zur Hauptfrühstückszeit. Und ja, ich möchte dann natürlich auch andere Gäste nicht stören und die da aus dem Bild scheuchen oder so. Ich hoffe, es ist mir trotzdem gelungen. Platz bekommt man aber auch, wenn es da relativ gut besucht ist. Die Auswahl ist durchschnittlich und die Qualität halt einfach. Es gab jetzt Brötchen, heute normale Brötchen und Roggenbrötchen. Gestern war ich was später, da gab es glaube ich nur noch einfache Brötchen. Es gibt verschiedene Sorten Brot, meistens Graubrot und Toastbrot, helles und dunkles. Was gibt's noch? Gab jetzt heute einen Schokoladenkuchen und ja, Aufschnitt gibt es ein bisschen Wurst, ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Das ist natürlich einfache Qualität, so Gastro-Großpackung, würde ich mal schätzen. Aber ich meine, da will man jetzt mal drüber hinwegsehen. Es gibt ein bisschen Joghurt, der ist da aufgestellt. Es gibt so eine Schüssel, da sind so halbierte Bockwürste drin. Wer sowas jetzt zum Frühstück unbedingt essen will. Apfelsaft, Orangensaft, eine Karaffe mit Wasser steht da. Es gibt so einen großen Behälter, wo man sich den Kaffee draus ziehen muss. Das ist natürlich jetzt auch, der war also an sich ganz in Ordnung, aber es ist natürlich nicht vergleichbar, als wenn da jetzt ein Vollautomat steht. Ne? Also insgesamt Tee gibt es natürlich auch und gab sogar so ein kleines Tablett mit Schälchen, da gab es dann Oliven, Tomate, Gurke, wer so Sachen halt gerne mag. Es gibt ein paar Päckchen mit Marmelade und Nuss-Nougat-Creme. Das ist, wie gesagt, qualitativ nichts Herausstechendes, aber auch nichts Schlechtes. Und ich meine, man muss am Ende natürlich den Preis sehen. Wir haben jetzt hier Messezeit. Wir sind hier 2 S-Bahn-Stationen von der Messe entfernt. Fahrzeit 5 Minuten oder so mit der S-Bahn. So, und dann kostet hier so eine Übernachtung mit Frühstück 57 Euro im Einzelzimmer. Und dann muss man natürlich überlegen, von 57 Euro, wie viel Geld kann man dafür in ein Frühstück stecken. Und dann ist es eigentlich schon erstaunlich, was es überhaupt alles gibt und in welcher Reichhaltigkeit und Menge. Und
da bin ich eigentlich insgesamt positiv überrascht. Also manche Kritiken im Internet, die waren wirklich vernichtend für dieses Haus hier. Aber ich kann jetzt zu meinem Zimmer sagen, es gibt einen Nachteil. Hier steht dran Nichtraucher und hier drin steht ein Aschenbecher und es riecht hier drin, als hätten hier 30 Jahre Raucher gewohnt. Mich persönlich stört es nicht, obwohl ich selber eigentlich nicht rauche. Außer früher mal eine Zigarre, aber das tue ich eigentlich auch nicht mehr. Aus Gesundheitsgründen und ja, wie gesagt, mich stört es aber jetzt nicht, dass man hier ein bisschen den Rauch riecht. Wer da empfindlich ist, den mag das vielleicht stören. Dann ist das eine andere Geschichte. Aber ansonsten, das Zimmer hier ist sauber, das Badezimmer war sauber. Mein Bett war wirklich bequem, also auch die Matratze hier, wo ich jetzt auch drauf sitze, das ist eine gute Qualität. Also das ist kein Billigding hier aus dem Bettenshop für 29 Euro. Hier ist ein Tisch drin, hier ist ein Telefon, ein kleiner Fernseher. Ja, was will ich von so einem Haus hier erwarten? Es ist hier sauber, es ist gepflegt, das ist ein Altbau hier. Die Zimmer sind klein, aber insgesamt muss ich sagen, jetzt für einen Aufenthalt hier zur Messe, wo ich hauptsächlich zum Schlafen hier hinkomme, kann ich hier nichts bemängeln. Was man halt schon mal hört, ist, wenn irgendwo oben jemand eine Spülung zieht oder Wasser laufen lässt, das ist hier durch die Wände so ein bisschen zu hören. Aber ansonsten habe ich habe hier echt gut geschlafen, weil das Bett war, wie gesagt, bequem. Ich habe auch eigentlich soweit nichts gehört draußen auf dem Gang. Ich weiß jetzt nicht, wie das am Wochenende ist, welches Publikum dann hier übernachtet, ob dann hier nachts Rambazamba auf den Gängen ist. Aber auch da ist der Vorteil gegenüber anderen Hotels dieser Größe, die Rezeption ist hier 24 Stunden besetzt und wenn es dann hier bunt hergeht, dann hat man auch einen Ansprechpartner, wo man sagen kann, hör mal jetzt so nicht weiter. Und das finde ich auch eine ganz positive Sache. Also insgesamt mein Fazit ganz positiv hier von dem Haus. Ja, gleich gucken wir noch mal kurz von draußen vor der Tür, damit ihr es auch findet, falls ihr hier mal übernachten wollt. Und dann habe ich, glaube ich, eigentlich alles gesagt hier zum Haus. Und wie versprochen, einmal noch von draußen. Das machen wir jetzt relativ kurz, weil es fängt schon wieder an zu regnen. Das ist hier das Hotel, dieses alte Stadthaus. Lasst euch nicht da von der Table Dance Bar irritieren. Da kriegt ihr im Hotel nichts von mit. So, und hier drüben sieht man oben den Bahnsteig vom Bahnhof Charlottenburg. Da gibt es hier vorne Zugänge und da gibt es einen Zugang zum S-Bahn-Gleis nochmal. Und wenn ihr hier entlang geht, die Straße und dann links rum in die Wilmersdorfer, dann seid ihr direkt am U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße. Da könnt ihr also auch direkt Richtung Stadt fahren. Hier vom Bahnhof Charlottenburg aus geht es in Richtung Stadt, in Richtung Flughafen Schönefeld. Ihr könnt zur Messe Süd fahren, ihr könnt am Westkreuz in alle Richtungen umsteigen, das ist eine Station von hier. Oder ihr könnt auch bis Spandau durchfahren oder eben in die andere Richtung auch Bahnhof Zoo und die ganze Innenstadt. Also das ist hier wirklich zentral gelegen. S-Bahn, Regionalverkehr, U-Bahn, alles vor der Tür. Bushaltestelle gibt es hier auch. Von daher, von der Lage her ist das eigentlich kaum zu überbieten. Ja, das war es dann von mir hier. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie mir unten rein und wir sehen uns ein andermal wieder.